und herzlich willkommen zu den Canon Academy Hacks. Mein Name ist Nikolai Deutsch, ich bin Filmemacher und freier Trainer der Canon Academy. In diesem Video geht es um die PowerShot Canon G7X Mark III und dessen Zubehörteile. Die Canon G7X Mark III ist nämlich der ideale Einstieg, um Video-Online-Content zu kreieren oder auch zum Vloggen. Mit dem schwenkbaren Display und dem passenden Zubehör, um das es jetzt geht. Und zwar haben wir hier einen Mix aus Handgriff und Stativ, das ist der HG100 TBR, der sowohl, wie gesagt, als kleines mobiles Stativ sich eignen lässt, das sich in sämtlichen Positionen positionieren kann, als auch zum Vloggen nehmen kann. Und er kommt direkt eben auch mit einer Fernbedienung, einer Bluetooth-Fernbedienung, und das zeige ich euch mal, wie man die verbindet. Zum Verbinden der Fernbedienung schaltet ihr die Kamera ein, geht ins Menü und unter den Verbindungen, WLAN-Verbindungen und Co. findet ihr ein Bluetooth-Symbol mit einer Fernbedienung. Auf das klickt ihr. Nun könnt ihr ein neues Gerät zur Verbindung hinzufügen. Während das Pairing läuft, könnt ihr nun an der Fernbedienung die W- und T-Taste, das ist einmal für den Zoom, zeitgleich drücken. Nun sollte die Fernbedienung anfangen zu blinken. Haltet das Ganze gedrückt und nun habe ich schon von der Kamera bestätigt bekommen, dass meine Fernbedienung gepaart ist. Nun ist die Kamera mit der Fernbedienung verbunden und ich kann hiermit die Aufnahme starten und stoppen, als auch den Zoom betätigen. Als nächstes kommen wir zum Ton, denn auch das Stativ kommt noch mit einer Halterung, um weitere Zubehörteile wie zum Beispiel Mikrofon oder Licht anzubringen. Diese lassen sich auch in sämtlichen Positionen an dem Stativ montieren. Um ein Mikrofon anzuschließen, müsst ihr lediglich an der Seite die Abdeckkappe öffnen und dann habt ihr im Prinzip einen 3,5 mm Mikrofoneingang und könnt hier ganz einfach das Mikrofon anschließen. Es gibt unterschiedliche Mikrofone. Manche benötigen Strom oder haben einen eingebauten Akku. In diesem Fall haben wir das DME100 von Canon. Das hier könnt ihr direkt an der Kamera anschließen und loslegen. Ihr könnt nun auch in den Einstellungen das Mikrofon entweder in der Automatik belassen, für eine automatische Pegelung, oder das Ganze auch manuell pegeln. Ich hoffe, das Video war hilfreich und ihr konntet ein paar Informationen mitnehmen. Für weitere Infos, Tipps und Tricks, Webinare oder Workshops, schaut doch mal vorbei auf der Seite der Canon Academy. Bis dahin, ciao!